Bei F-Coins kriegst du wenigstens virtuelle Klamotten und Autos. Mit Krypto wirst du IRL nur weggejagt. Man konnte sich mal einen Tesla kaufen mit Bitcoin. Aktuell glaube ich aber nicht mehr. Ja, das ist halt wirklich so, mittlerweile hasse ich halt einfach XP-Events, weil dann ist so viel los, dass du gar nicht spielen willst. Das ist wirklich ätzend irgendwie. Und dadurch, dass so viel los ist, lohnt's, also kriegst du eh weniger XP und dann ist es einfach wie, als wäre kein XP-Event, nur dass du die ganze Zeit genervt bist, weil XP-Event ist und du eigentlich nicht mehr XP bekommst. Also dein Kopf sagt quasi die ganze Zeit Scheiße, Scheiße, Scheiße. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied und ja, keine Ahnung. Also irgendwie... Aber bei Flive PC am Ende war das auch so beim Mars Dungeon und so, weil es da auch so wenige Level-Spots gab, so wenige gute Level-Spots. Da war es dann eigentlich auch immer so. Dass du dich eigentlich immer die ganze Zeit nur genervt hast. Und dann brauchst du auch kein XP-Event machen eigentlich. Es gibt halt einfach so viele Leute in Flive, die leveln halt nur, wenn XP-Event ist. Und genau die sind das Problem. Aber wenn du immer levelst, versus halt du levelst nur bei XP-Event, dann merkst du das halt erst. Weil wenn du jetzt nur bei XP-Event levelst, gehst du einfach davon aus, naja, XP-Event ist halt so viel los, das ist einfach normal. Die wissen ja gar nicht, wie es normal ist. Aber wenn du jetzt aber hier ganz normal levelst, wo kein XP-Event ist, das ist halt einfach viel entspannter. Und letztendlich, wie gesagt, die XP kommt aufs Gleiche raus. Oh yeah. Es sind noch so viele Leute, die einfach nur AFK rumstehen. Da weiß man auch nicht, was die machen. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, ne? Aber ich kann morgens einfach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also vor 12 ist mein Körper einfach nicht funktionsfähig. 12 Uhr mittags. Also auf der Arbeit zwingt man sich halt natürlich dazu. Aber daheim ist es geistesgestört. Ich kann nichts machen, ich kann nicht mal zocken vor 12. Das ist crazy. Fantasy Girly. Nicht zu verwechseln mit Lurk Girly. Das ist mein zweiter Account. Fantasy Girl E ist mein zweiter Account, mit dem ich mir immer schreibe. Das ist keine Frisuren, Danny. Das sind einfach nur Haare. Als ich beim Friseur war, ich schwöre, jeder hat sich die gleiche Frisur schneiden lassen. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach ein alter Sack bin. Aber ich finde die so hässlich. Im Endeffekt ist das so... Also die machen hinten und an der Seite auch so 2 mm oder so. Aber halt nur so wirklich bis knapp über die Ohren oder so. Und alles drüber bleibt einfach wie es ist. Und eigentlich, also wenn man mich fragt, ist das so die moderne Version des Topfschnitts so ungefähr. Ich meine, es sieht nicht aus wie ein Topfschnitt von der Form. Aber die schneiden halt wirklich nur so die Seiten bis zur Hälfte oder so mit der Maschine. Und alles drüber ist einfach nur, ja, einfach nur dicke Haare quasi. Also eigentlich auch schon so ein Pilzkopf, so auch irgendwie, keine Ahnung. Pilzkopf, Topfschnitt, ich weiß es nicht. Und da waren literally 5 Leute vor mir. Und die haben sich alle das gleiche schneiden lassen. Und das ist richtig, keine Ahnung. Also da lasse ich mir lieber eine Glatze rasieren, also geistesgestört. Das sage ich immer meinem Azubi. Er kommt vom Friseur und sieht exakt gleich aus, nur die Seiten sind kürzer. Genau das meine ich. Die gehen quasi zum Friseur, aber eigentlich lassen sie alles gleich und lassen sich nur so die Seiten rasieren, bis so, wie gesagt, zur Hälfte oder so. Das sieht aus wie so ein Pilz oder so ein Topfschnitt. And that's it, Alter. Das ist so geistesgestört. Und alle Jugendlichen lassen sich das Gleiche schneiden. Komplett krank. Die sehen alle gleich aus. Das ist insane. Alle genau die gleiche Frisur. Krank. Du schneidest dir die Haare selbst, aber bei einer Glatze ist das auch nicht schwer. Ja, darauf wird es wahrscheinlich bei mir auch irgendwann hinauslaufen. Aber ein paar Jahre habe ich vielleicht noch. I don't know. Aber Shoot is Money 2 ist schon goated
Für mich. Was deutsche Filme angeht. Gibt, glaube ich, keinen besseren deutschen Film, den ich kenne. Du hast kein Fahrrad? Dann geh zum Bahnhof und klau eins. Die Hälfte der Fahrräder am Bahnhof sind nicht mehr abgesperrt. Kannst einfach eins mitnehmen. Ich meine, das würde ich niemals tun, Officer. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und das Fahrrad auch nicht. Sir. Oh, ich habe eine 135er Suit gedroppt und es ist wie immer das falsche Geschlecht. Danke für absolut gar nichts. Männliche Oaken Suit. Die kann der NPC fressen. Weg mit dem Schmutz. Das ist jetzt so ungefähr die 35. Suit in a row, die ich nicht brauche. Obwohl ich 8 Chars habe. Das ist ein Weltrekord. Kann ich mir gut vorstellen. Alle im Kino, das Gebäude im Film wird zerstört, alle so, boah, und die jubeln und Chris sitzt da und sagt ganz trocken, welche Firma müssen die Hütte wieder aufbauen? also ich zahle das nicht. Well, hat auch kein Glück gebracht. Oh, meine Güte. Oh, come on, mindestens noch ein, ey. 4. Naja, hätte schlechter laufen können, tatsächlich. Hätte tatsächlich schlechter laufen können.